Jetzt wird es ernst für den RCD Mallorca. Am Samstagabend startet Mallorca im heimischen Son Moll gegen Real Valladolid in die neue Saison der La Liga Hypermotion. Anstoß ist um 21:30 Uhr und nach einer insgesamt interessanten Vorbereitung zählt jetzt nicht mehr der Testspieleindruck, sondern das Ergebnis. Mallorca hat in den vergangenen Wochen durchaus gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Besonders das 3:0 gegen Paris Saint-Germain sorgte natürlich für Aufmerksamkeit. Gegen Elversberg folgte bei der Generalprobe allerdings nur ein 1:1. Dieses Spiel war durch 2 Platzverweise ungewöhnlich. Aboubakar Soumaoro sah bereits früh rot, musste später auch Elversbergs Noah David vom Platz. Mallorca geriet in der zweiten Halbzeit mit 0:1 zurück, aber Antonio Sanchez antwortete nur wenige Minuten später mit dem Ausgleich. Und genau darin liegt für mich eine der großen Fragen vor dem Saisonstart. Welches Mallorca sehen wir gegen Valladolid? Die Mannschaft von Luis García Fernández muss zu Hause vermutlich mehr Verantwortung übernehmen. Mallorca darf geduldig spielen, sollte aber gleichzeitig versuchen, von Beginn an klarzumachen, Son Moll soll in dieser Saison ein echter Heimvorteil sein. Doch Valladolid kommt keineswegs als angenehmer Auftaktgegner auf die Insel. Die Mannschaft von Fran Escribá hat ihre Generalprobe gegen Sporting Gijón mit 4:2 gewonnen und vor allem die Art dieses Sieges sollte Mallorca warnen. Valladolid lag bereits nach wenigen Minuten mit 0:2 zurück. Doch statt auseinanderzufallen, kam die Mannschaft zurück. Ivan Alejo verkürzte noch vor der Pause, anschließend drehten Geray, Carlos Clerc und Juanmi Latasa das Spiel komplett. Das zeigt, diese Mannschaft kann reagieren. Zuvor hatte Valladolid bereits Gimnástica Segoviana mit 3:0 besiegt, allerdings auch mit 0:1 gegen Groningen verloren. Interessant ist außerdem die personelle Situation. Valladolid hat seinen Kader im Sommer deutlich verändert und zahlreiche neue Spieler verpflichtet. Noch wenige Tage vor dem Saisonstart waren allerdings mehrere Neuzugänge bei La Liga nicht registriert. Deshalb sollte man genau beobachten, welche Spieler Escribá am Samstag tatsächlich einsetzen kann. Für Mallorca sehe ich 3 entscheidende Punkte. Erstens, ruhig bleiben und nicht glauben, dass dieses Spiel wegen des Heimvorteils automatisch gewonnen wird. Zweitens, Valladolid nicht ins Umschaltspiel kommen lassen. Die Aufholjagd gegen Sporting hat gezeigt, wie schnell diese Mannschaft ein Spiel verändern kann. Und drittens, Mallorca muss seine Chancen konsequenter nutzen. In der Liga werden Fehler und vergebene Möglichkeiten deutlich teurer als in der Vorbereitung. Für mich ist Mallorca aufgrund des Heimvorteils leicht favorisiert, aber Valladolid ist gefährlich genug, um im Son Moll einen sehr unangenehmen Abend zu bereiten. Meine Prognose lautet RCD Mallorca 2, Real Valladolid 1. Aber jetzt seid ihr dran. Wie endet der Ligaauftakt im Son Moll? Tippt euer Ergebnis unten in die Kommentare. Mallorca Sieg, Unentschieden oder gewinnt Valladolid.